Heute nehmen wir euch in einem neuen Video mit zu alle Achterbahnen von SeaWorld Orlando. Und wie der Name es schon erahnen lässt, Orlando, Florida ist der Spielort für dieses Video und SeaWorld Orlando selbst bezeichnet sich ja auch als die Achterbahnhochburg überhaupt. Wir müssen aber, bevor wir zu den 8 Achterbahnen kommen, die ihr fahren könnt, einen kurzen Blick auf die Geschichte werfen. SeaWorld Orlando ist ein Tier- und Themenpark in Orlando, Florida in den USA und wurde bereits 1973 als dritter Park der SeaWorld-Kette eröffnet. Witzigerweise das Ganze sogar nur 2 Jahre nachdem Walt Disney Magic Kingdom eröffnet hat, beziehungsweise Magic Kingdom ohne Walt Disney eröffnet hat, aber die Walt Disney World quasi ihren Anfang in Zentral-Florida nahm. Ein spannender Punkt ist auch noch, dass 1989 Anheuser-Busch, also die große Brauerei, die unter anderem die Busch Gardens Freizeitparks betreibt, beziehungsweise betrieb, SeaWorld aufkaufte und weiter aufbaute. 2008 hat Anheuser-Busch bzw. die AB InBev dann auch verkauft, und zwar an Blackstone Incorporated. Die waren bis Juli 2011 übrigens zu 50% Eigentümer der benachbarten Universal Orlando Parks. Das wiederum heißt eigentlich, wer zum Boykott von SeaWorld aufruft, darf weder Anheuser-Busch-Produkte trinken, wozu auch zum Beispiel Becks gehört, noch in einen Universal Park gehen, wenn man es genau nimmt. Und wenn wir bereits an dem Punkt sind, das Orca-Programm ist eingestellt bzw. läuft aus. Wenn euch das Thema mehr interessiert, empfiehlt es sich auf jeden Fall, die Dokumentation Blackfish anzuschauen. So wie es auch empfehlenswert ist, sich unseren Tourvlog anzuschauen. Denn dort seht ihr neben den Achterbahnen auch die anderen Attraktionen. Und natürlich auch das, was wir sonst so an dem Tag vorher und nachher gemacht haben. Sowie auch das All-Day-Dining, welches dort von uns vorgestellt wird. Und wir zeigen, was das genau ist und wie es funktioniert. Und das kann auch ein wirklich guter Deal für den einen oder anderen sein. SeaWorld Orlando gehört heute zu United Parks and Resorts und somit gehören die ganzen US-amerikanischen SeaWorld Parks zusammen. Genauso wie die Busch Gardens Parks und die Sesame Street Parks ebenfalls. Ein spannender Fakt vielleicht noch: 1983 war SeaWorld Orlando der Drehort für Der Weiße Hai 3. Und damit kommen wir zu den Achterbahnen, die ihr in SeaWorld Orlando fahren könnt. Spannenderweise gibt es den Park ja schon ziemlich lange und es gibt keine ehemaligen Achterbahnen. Und die erste Achterbahn kam erst 1998. Und auch das ist vielleicht sogar strittig, denn es ist eine Wasserachterbahn. 1998 ein Watercoaster von Mug Rides und damit sogar ein Watercoaster von Mug Rides, bevor Poseidon im Europapark eröffnet hat. Journey to Atlantis ist 548 Meter lang, erreicht 64 km/h Spitzengeschwindigkeit und hat eine Fahrzeit von sage und schreibe 5 Minuten 54. Das liegt an einem wirklich langen Dark Ride Part, der durchfahren wird. Dazu gibt es 3 Splashdowns, einen großen, den man draußen sieht, einen kleinen draußen, bei dem man extrem nass wird, und auch nochmal im Inneren von außen nicht einzusehen, einen weiteren Splashdown. 2 Jahre später hat man sich dann gedacht, wir sind doch in den USA. Wir brauchen im Jahr 2000 eine dieser gigantischen großen Achterbahnen, die alle im Jahr 2000 rum eröffnet haben. B&M ist der Hersteller und Lieferant von einem Flawless Coaster mit dem Namen Kraken. Den Namen hatte sie bis 2017. Von 2017 bis 2018 Kraken Unleashed mit VR-Brille. Das ist heutzutage unvorstellbar. Seit 2019 dann wieder nur Kraken. 1273 Meter ist diese Achterbahn lang und hat auf dieser Strecke 7 Inversionen, die durch knapp 44 Meter Höhe mit 105 km/h in der Spitze durchfahren werden. Es gibt ein Looping, einen Dive Loop, eine Zero-G-Roll, eine Cobra Roll, einen weiteren normalen Looping und einen Corkscrew. Einfach eine gigantische Achterbahn. Es ist ein Flawless Coaster, die ja vom Prinzip ganz nett sind, aber auch wirklich ein riesiges Sammelsurium an positiven G-Kräften. 25 Jahre später, also ein Vierteljahrhundert, ist es immer noch sehr beeindruckend, was für eine große Achterbahn das ist, die vielleicht mittlerweile nicht mehr die allerbesten Fahreigenschaften hat. Kraken hat auf jeden Fall dafür gereicht, erstmal 6 Jahre lang keine neue Achterbahn zu eröffnen. Und 2006 kam dann Super Grovers Boxcar Derby neu dazu. Hieß bis 2018 übrigens aber noch Shamu Express, hatte ganz andere Züge und man saß in Orca-Wagen. Daher der Name Shamu, denn das ist der berühmte Orca von SeaWorld Orlando.
Jetzt ist das Ganze umgestaltet und angepasst an den Sesamstraßenbereich, heißt eben Super Grovers Boxcar Derby. Nun sitzt man in verschiedenen Seifenkisten, welche den Zug des Sierra Force Coaster bilden. Somit wurde die erste Familienachterbahn des Parks geschaffen. Nach 6 Jahren und dieser riesigen Achterbahn Kraken vorher auf jeden Fall eine solide, gute Achterbahn, die schön in diesen Sesamstraßenbereich passt. Vorher nicht irgendwie großartig angenommen wurde, aber sich jetzt einer größeren Beliebtheit erfreut. Aber der richtige Paukenschlag gelang SeaWorld Orlando dann 2009 mit Manta. Seitdem ist der Park auf jeden Fall bei vielen auf dem Zettel. B&M hat einen Flying Coaster geliefert, und zwar, wie gesagt, Manta. Und das mit dem Manta-Layout, welches inzwischen auch noch ein weiteres Mal mit Acrobat in Nagashima Sparland in Japan gebaut, von uns auch bereits gefahren und hier besprochen wurde. 1023,8 Meter Streckenlänge und eine Höhe von 42,7 Metern sind schon sehr beeindruckend, wie auch die 90 km/h Spitzengeschwindigkeit. Zentrales Element ist die erste von vielen Inversionen, der sogenannte Pretzel Loop mit 29,9 Metern Höhe. Ein Element, was bei der Einfahrt unfassbar cool und beeindruckend ist in der Ausführung, aber viel zu extrem wird und nichtsdestotrotz seine Fans hat. Außerdem gibt es einen Inline-Twist, einen Corkscrew, einen Splash-Effekt und einen weiteren Inline-Twist. 3 Züge können hier in einer Doppelladestation abgefertigt werden, was theoretisch 1500 Personen pro Stunde ausmachen könnte. Vor allem der Splash-Effekt ist super cool. Wenn man in den Park reinkommt, an dem großen SeaWorld-Schild vorbei, führt einen der Weg auf Manta zu. Und wenn der Zug gerade vorbeikommt, sehr nah am Wasser vorbeifährt und die Fontänen das Wasser dann rausspritzen, sieht das einfach wirklich beeindruckend aus. Richtig stark wurde es im Jahr 2016 bei SeaWorld Orlando mit Mako. Und dieser brachiale Hai ist wirklich eine absolute Highlight-Achterbahn. B&M machen Hypercoaster schon seit zig Jahren und es steht sogar mit Silverstar eine in Deutschland. Aber Mako ist, auch wenn sie auf den ersten Blick sehr ähnlich zu allen anderen ist, eine besondere Achterbahn, die sich einfach grandios fährt, auf der das Layout unglaublich viel Spaß macht. Dazu sieht die Bahn unglaublich gut aus. Also das, was man fährt, nicht die Station und so, also die ist nett. Aber es geht natürlich besser. Die Position im Park ist einfach beeindruckend neben den 61 Metern Höhe und den 117,5 km/h Spitzengeschwindigkeit. Und dem Fakt, dass man 1450,8 Meter lang unterwegs ist. Und das in einem sehr freien Zug mit sehr viel Floating Airtime, sehr viel Ejector Airtime und einfach einem grandiosen Layout, was wie gesagt normal aussieht, aber Out-and-Back Coaster komplett durchgespielt hat und einfach grandios ist. Mako ist ein absolutes Achterbahn-Highlight und eine der Top-Achterbahnen überhaupt. Und Mako war erstmal die letzte Bahn, die in einem sehr langgezogenen Zyklus kam. Danach hat SeaWorld angefangen, komplett zu eskalieren. 2022, etwas verspätet, eröffnete Icebreaker. Icebreaker ist von Premier Rides und ein sogenannter Skyrocket. Kein Skyrocket 2, das wäre das Standard-Layout, was ihr zum Beispiel aus Plopsaland Deutschland und Skyscream kennt. Sondern einfach dieser Achterbahntyp mit eigentlich viel zu dumm gebauten engen Zügen, die zwar genug Platz bieten, wenn man drin sitzt, aber der Weg rein und raus ist quasi unmöglich zu bestreiten. Außerdem hat Icebreaker absolut keine Gestaltung bekommen. Aber trotzdem ein paar Besonderheiten, und zwar ein Switch-Track. Man fährt aus der Station raus, fährt auf den Wartungsbereich zu und wird mit einem Verschiebegleis auf die Strecke rübergeschoben. Das ist grundsätzlich ja ganz cool, aber nicht, wenn das Ganze draußen stattfindet. Der Wartungsbereich einfach nur unter einem Wellblechdach ist und sonst auch keine Gestaltung vorhanden ist. Und noch bekloppter wird das Ganze, wenn das wie bei uns im Einzugbetrieb passiert, obwohl 70 Minuten angeschlagen sind. Außerdem haben wir mit Icebreaker einen Multi-Launch-Coaster und den ersten Launch-Coaster in SeaWorld Orlando. Dieser LSM-Coaster pendelt erstmal hin und her und wird wirklich nicht fertig. Es gibt den Launch nach vorne, es gibt den Launch nach hinten, es gibt wieder den Launch nach vorne und das über einen sehr, sehr langen Track. Insgesamt ist die Bahn nicht so lang mit 579 Metern. Die Höhe von 28 Metern ist ganz nett und knappe 84 km/h sind auch okay. Die vertikale Neigung liegt bei 100 Grad in der Spitze. Es gibt einen Junior Scorpion Tail am Ende und einen Outside Top Hat, der durchfahren wird.
Man fährt vorne am See vorbei, fährt dann nach hinten, irgendwie gefühlt in den Backstage-Bereich, dann den restlichen Achterbahnpart und kommt dann wieder nach vorne zurück. An sich, neben mangelnder Thematisierung und dem vielen Gependel, wäre das eine ganz nette Achterbahn. Aber so ist Icebreaker nicht unbedingt ein Highlight geworden. Anders war es dann ein Jahr später, 2023, mit Pipeline the Surf Coaster. Man hat sich wieder B&M ins Haus geholt und es gibt den ersten Surf Coaster, der Prototyp des weiterentwickelten Stand-Up-Coasters. Stand-Up-Coaster, also Achterbahnen im Stehen, waren nicht unbedingt das erfolgreichste Modell, weil es sich halt nicht so gut fuhr. Aber beim Surf Coaster sieht die Welt ganz anders aus. Es fährt sich besser, man steht besser, bequemer und durchdachter, hat unfassbare Airtime bei Pipeline the Surf Coaster. Und nicht nur das ist überraschend, sondern auch eine coole Gestaltung. Minimalistisch, aber das Setting passt einfach. Man steht auf einem Surfbrett und durchfährt eine 900 Meter lange Strecke mit bis zu 97 km/h und das mit einer Höhe von 33,5 Metern. Es gibt eine Inversion mit einem Corkscrew und ansonsten gibt es noch Overbanked Curves sowie Horseshoes und Helices. Das Besondere ist nicht nur, dass man hier steht, sondern wir haben einen weiteren Launch Coaster und man wird mit dem LSM-Launch aus dem Stand beschleunigt, über einen Hügel hinweg und dann geht es in die Strecke, die wirklich groß und beeindruckend ist. Und das mit einer Fahrt, die ebenfalls sehr beeindruckend ist, sich sehr gut fährt und sich echt sehr groß und sehr hoch anfühlt. Pipeline the Surf Coaster ist auf jeden Fall ein weiteres Highlight in SeaWorld Orlando. 2024 ging es direkt ein Jahr später weiter mit der nächsten Achterbahn. Und auch hier haben die Schweizer von B&M wieder eine Achterbahn liefern dürfen. Und zwar ein Family Coaster. Um genau zu sein, ein Multi-Launch Family Coaster. 2 LSMs, in den einen rollt man rein, wobei der zweite LSM ein Boost ist. Knappe 70 km/h sind hier die Spitzengeschwindigkeit bei einer 20 Meter hohen Achterbahn, die 920 Meter Strecke zu bieten hat. Zu der Strecke gehört aber auch ein Dark Ride Part, bei dem man an einem großen Screen vorbeifährt, der vielleicht die eine oder andere nicht so gute Sichtachse hat. Und auch so im Gesamten kann Penguin Trek nicht wirklich überzeugen. Diese Bahn sieht zwar ganz nett aus, besonders der Zug, der wie ein Schneemobil designt ist, in dem auch überraschenderweise nur 2 Personen nebeneinander sitzen und nicht B&M typisch 4 Personen nebeneinander. Die Strecke draußen ist ganz nett, jedoch wurde aber nur mit verschiedenen Kieselsteinen und Farben gespielt. Auch bei der Halle, die von der einen Seite unfassbar gut thematisiert ist und die andere Seite anscheinend vergessen wurde, muss man Abstriche machen. Das Ganze befindet sich im Gebäude eines ehemaligen Dark Rides, der kaputt gegangen ist, weil man vergessen hat, dass in einem Kühlhaus das Lagern von Batterien nicht so schlau ist. Und Kühlhaus ist ein gutes Stichwort, denn nach der Fahrt von Penguin Trek muss man in die Kälte zu den Pinguinen, denn da führt kein Weg dran vorbei. Das ist der Ausgangsbereich von Penguin Trek. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt zu Penguin Trek und Pipeline the Surf Coaster, gibt es aktuelle neue Einzelreviews. Zu den anderen Bahnen gab es bereits Einzelreviews und auch in unserem Vlog sprechen wir ausführlich über alle anderen Bahnen. 2025 kam noch ein Flying Theater, ein sogenanntes Aerific von Mack Rides, übrigens neu in den Park. 2026 wird ein neuer Dark Ride von Vekoma in SeaWorld Orlando eröffnen. Also, wie ihr merkt, sie haben angefangen, jedes Jahr eine neue riesige Attraktion zu eröffnen. Es bleibt also spannend, welche Achterbahn oder welche Neuheit 2027 auf uns wartet und was wir demnächst hier über SeaWorld Orlando noch berichten können.